Wir lernen gerade. Raffst du das nicht? Natürlich raff ich das. Spinnst du? Was soll das? Vielleicht hat deine Frau Lehrerin auch noch ein paar andere Termine. Nein, hat sie nicht. Ich habe gerade gedacht, was hat Jan Brandner mit Sylvester Stallone gemeinsam? Beide sind unglaublich gut gebaut und sexy. Du willst ja nur Florian eifersüchtig machen. Was Frank denkt, ist dir im Grunde vollkommen egal. Ich bin euer Vater. Du bist... Ja, ich bin dein Vater. Roberto. Meine kleine Kathi. Jetzt verstehe ich. Deshalb wusstest du auch, wie ich heiße. Was wäre das für ein Papa, der den Namen seiner Piccola Bella nicht kennt? Was für ein Vater, der sich 15 Jahre nicht um seine Kinder kümmert. Mein Junge, ich glaube, ich bin euch eine Erklärung schuldig. Ich wüsste niemanden hier, den das interessiert. Gero. Ich kann mir vorstellen, dass es ein ziemlicher Schock ist, wenn man nach so langer Zeit plötzlich seinem Vater gegenübersteht. Das kann man wohl sagen. Ja, das ist absolut irre. Und absolut überflüssig. Gero, das ist unser Vater. Wie lange habe ich mir diesen Augenblick herbeigewünscht? Und ich habe viel zu lange damit gewartet. Woher wusstest du eigentlich, dass ich hier bin? Deine Klassenkameraden haben mir den Tipp mit der Bibliothek gegeben. Und? Bist du extra aus Italien gekommen, um deiner Tochter beim Lesen zuzusehen? Ich bin gekommen, um meine Kinder zu sehen. Gut. Die hast du ja jetzt gesehen. Dann können wir ja gehen. Hey, was soll der Scheiß? Ich will noch nicht gehen. Was du willst, interessiert mich im Moment wenig. Lass mich los. Bist du morgen Abend noch hier? Ja, sicher. Ich würde dich gern wiedersehen. Ich fürchte, dein Bruder wird was dagegen haben. Der hat mir überhaupt nichts zu sagen. Ich vielleicht nicht. Aber Barbara wird nicht gerade begeistert sein, wenn sie hört, dass dein Vater dir heimlich aufgelauert hat. Sie kann mir nicht verbieten, mich mit meinem Vater zu treffen. Ich bin morgen im Off-Limits, eine Kneipe in der Zitadellstraße. Ich werde da sein. Also, bis morgen. Wenn deine Mutter einverstanden ist. Oh, Hallöchen. Ist Jan da? Jan, Naja, dein Bruder heißt doch so, oder? Ist was? Nein. Ich kam hier ganz zufällig vorbei und da habe ich mir gedacht, kannst ja mal guten Tag sagen. Hm? Jan ist in seinem Zimmer. Hi. Mit dir habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Mit Cleo muss man immer rechnen. Ich wollte mal sehen, ob du dein Zimmer aufgeräumt hast. Naja, nicht besonders. Nein? Na, dann muss ich dir doch ganz bestimmt dabei helfen. Hm? Ein andermal vielleicht. Ich kam gar auf dein Angebot zurück, aber heute Abend habe ich schon was vor. Was Besseres, als mit mir aufzuräumen? Ich wollte mit Julia ins Kino gehen. Willst du mit? Nö, lass mal. Nichts gegen deine Schwester, aber ich würde mich lieber alleine mit dir treffen. Wie wär's mit morgen? Morgen muss ich den ganzen Tag das Fitnessstudio streichen. Was kannst du? Naja, wenn ich einen Maler bestelle, dann bin ich pleite, bevor ich aufgemacht habe. Du machst das ganz allein? Ja. Da kannst du doch bestimmt eine Verstärkung gebrauchen, hm? Naja, schon, aber... Okay, okay, ich helfe dir. Was, du? Ja, und in 3 Tagen ist das Thema gegessen. Das ist wirklich nett von dir, aber ich glaube nicht, dass du das kannst. Du traust mir das nicht zu. Ich traue dir eine ganze Menge zu. Aber das? Also im Umgang mit Pinseln bin ich absolute Spitze. Na gut, dann würde ich sagen, wir probieren es mal aus. Du wirst es nicht bereuen. Also dann, bis morgen. Und viel Spaß im Kino.
Ich würde mir morgen was anderes anziehen. Echt? Also normalerweise streiche ich immer mit Pumps, Mini und Seidenbody. Roberto mit Kathi in der Bibliothek. Er hat sie regelrecht aufgelauert. Ach, red doch nicht so einen Scheiß. Ja, er hat bei dir in der Klasse nachgefragt und dir nachspioniert. Ja, na und? Wie hätte er mich denn sonst finden sollen? Naja, er hätte zum Beispiel hier anrufen und Mutter fragen können. Ja, und Barbara hätte ihn sicherlich sofort zum Tee eingeladen. Ach, natürlich nicht. Außerdem will ich den Typen hier auch gar nicht sehen. Du musst dich ja auch nicht mit ihm treffen. Bitte, Mama, aber ich muss ihn sehen. Er kommt morgen in Fionas Kneipe und ich möchte auch hin. Mama, bitte. Er ist mein Vater. Warum soll ich dann meinen eigenen Vater nicht sehen dürfen? Weil ich dir eine schlechte Erfahrung ersparen möchte. Mama. Ich will es nicht. Er hat mich im Stich gelassen mit 2 kleinen Kindern. Ihr wart ihm völlig egal. Mama, das mag ja alles sein, aber ich möchte ihn sehen. Ja, wir haben es ja kapiert. Mutter, wenn sie den Typen unbedingt sehen will, dann soll sie doch. Aber vielleicht gehst du besser mit. Niemals. Also keine 10 Pferde kriegen mich da. Ja, alleine kann sie auf keinen Fall gehen. Ich mach's zwar ungern, aber soll ich Kathi begleiten? Ich weiß nicht. Na ja, gut, meinetwegen. Mach, was du willst. Danke. Oh nee, ich weiß noch nicht, Frank. Ach was, Backstage-Karten für Coolio. Na, das ist der Hammer. Ja, das ist wirklich too hot. Darf ich auch mal? Ja, spitze, Frank. Wie hast du das bloß wieder hingekriegt? Na klar, freue ich mich. Wird bestimmt ein toller Abend. Es gibt in diesem Haus auch noch andere Menschen, die das Bedürfnis nach Kommunikation haben. Florian nervt hier rum, ich muss Schluss machen, ja? Ja, okay, bis heute Abend. Tschüss. Wen musst du denn so dringend anrufen? Lena? Oh, das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Wollt ihr morgen zusammen zur Schule gehen? Nein. Wir wollten heute Abend was zusammen unternehmen. Du und Lena. Da wird sich doch wohl hoffentlich nichts anbahnen. Naja, soll mir auch egal sein. Genau. Na dann, viel Spaß heute Abend. Wünsche ich euch auch. Danke. Grazie. No. Ich liebe deutsche Kneipen. Wirklich. Sehr gemütlich. Hallo. Na, Süße? Hallo. So, was kann ich euch bringen? Was glaubst du, wer das ist? Hm? Keine Ahnung, aber du wirst es mir bestimmt gleich sagen. Darf ich vorstellen? Roberto Fiorani, mein Vater. Was? Das ist euer Vater? Ach, das ist wirklich eine Überraschung. Ich bin Sophie, Sophie Lewinsky. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Freunde meiner Kinder sind auch meine Freunde. Stell dir vor, kreuzt die Uhr plötzlich auf, nach über 15 Jahren. Ja, nach 15 Jahren sehe ich endlich meine Bambini wieder. Tja, ganz schön groß geworden, die Bambinis. Ich bin so froh, bei meinen Kindern zu sein. Das muss gefeiert werden. Wie wär's mit Champagner? Ja, da hilft wirklich nur noch Alkohol. Eine Flasche, die beste. Und 4 Gläser, Sie trinken doch mit. Oh, gerne. Ist der nicht super, mein Vater? Du musst mir aber was versprechen. Meine Piccola Bella verspreche ich alles. Ich wünsche mir, dass du ein paar Tage länger bleibst. Geht das? Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, dass ich es einrichten kann. Musst du denn nicht arbeiten? Schon, aber Ja, damit nimmt man es in Italien wohl nicht so genau. du bist ganz schön frech geworden. Dabei warst du so ein süßes, liebes Baby. Und er ist ja auch immer noch ein süßer Typ, ne, Gero? Ist ja ein gut aussehender Mann. Ich wette, dass die Frauen bei dir Schlange stehen. Nicht nur die Frauen. Hey, ist Gina nicht da? Hi. Sie kommt gleich zurück. Aber komm doch rein. Ich wollte mir eigentlich nur ihre Coolio-CD leihen. So als Einstimmung auf heute Abend. Was ist denn heute Abend? Ich habe Backstage-Karten für Coolio.
Von einem Kumpel, der ist Keyboarder. Der kennt einen, der war mal Drummer bei einer Band. Wie hieß denn der nochmal? Egal. Jedenfalls, die waren mal im Vorprogramm von Coolio. Also, wenn ich jetzt nicht schon sitzen würde, würde es mich glatt umhauen. Ich habe Anna eingeladen. Und? Sie geht mit? Klar kommt sie mit. Und ich sag dir, heute Abend schaffe ich's. Ich spür's. Und dann sind wir endlich ein Paar. Also, mach dir da mal nicht allzu große Hoffnungen, Amigo. Frauen sind unberechenbarer als ein Sack Flöhe. Aber Anna nicht. Ich sag dir, sie will mich. Bist du sicher? Ganz sicher. Also, ich will ihr deine Hoffnung nicht nehmen. Aber ich glaube, dass sie immer noch ziemlich an Florian hängt. Nee. Das Thema ist für sie längst gegessen. Woher willst du das wissen? Die flirtet wie wild mit mir rum, auch wenn Florian dabei ist. Vielleicht macht sie das doch nur, um Florian eifersüchtig zu machen. Quatsch, das würde ich doch merken. Nee, die ist total heiß auf mich. Na dann, verbrenn dir mal nicht die Finger. Hm? Die Anordnung der Geräte, die geht von oben nach unten. Also Armmuskulatur, Brust, Bauch und Bein. Das ist genau die Reihenfolge, wie ich es mag. Aber letztendlich ist die Reihenfolge ja total egal, oder? Du, das sind die Sportmediziner ganz, ganz anders. Übrigens habe ich jetzt gerade die neuesten Geräte bestellt, die auf dem Markt zu bekommen sind. Weißt du, jeder Kunde bekommt sein ganz individuelles Programm. Alles computergesteuert. Also ich stehe mir auf die solide Handarbeit. Ja, hat auch was. Eine Stammkundin ist dir schon mal sicher. Was soll dann noch schiefgehen? Na, dann lass uns mal anfangen. Mit Aufräumen, meine ich. Ach so, klar. Wenn wir heute noch was schaffen sollen, dann sollten wir Emily ein bisschen reinhauen. Hm? Ja, dann ziehe ich mich mal um. Na, wie sehe ich aus? Umwerfend. Ja, aber doch nicht mit dem Hemd, oder? Das kann man auch wieder ausziehen. Bevor wir hier nichts aufgeräumt haben, ziehe ich überhaupt nichts aus. Ja, dann sollten wir uns mal beeilen, hm? Du musst die einzelnen Buchstaben nur schneller zusammenziehen, dann hast du es bald. Also manchmal glaube ich pack das nie. Ach, na klar, das wird schon mit der Zeit. Ja, sicher. Ich habe ja auch die beste Nachhilfelehrerin, die man sich wünschen kann. Ich gehe schon. Und die beste Lehrerin, die wird dir jetzt auch noch ein paar Hausaufgaben mitgeben. Hi. Hi, Lena, komm rein. Hi, ihr zwei. Hi. Na? Was ist denn mit dir los? Nichts. Wir wollten noch was unternehmen. Also, hast du Lust, ins Eisstadion zu gehen? Zum Eishockey? Nein, zu Disco on Eis. Schlittschuhlaufen. Dein Ex hat manchmal richtig brauchbare Ideen. Ich habe gar nicht gewusst, dass du Schlittschuh laufen kannst. Anna und ich sind früher öfters gelaufen. Stimmt's? Wir waren rekordverdächtig. Muss ich mir richtig Mühe geben. Wollt ihr nicht mitkommen? Ach nee, also heute ist echt schlecht. Ich habe schon Backstage-Karten organisiert. Aber wieso? Die könntest du doch abgeben. Du hast doch nichts dafür zahlen müssen. Ja. Wenn du meinst. Oh, ich habe heute wirklich Bewegung nötig. Ach komm schon. Hm? Da haben wir doch auch viel mehr voneinander. Ja, kann ja jedem mal passieren. Eine gewisse Begabung ist aber unverkennbar. Tja, ist eben nicht die erste Wohnung, die ich streiche. Ja, das merkt man. Könnte stundenlang zu sehen. Sag mal, könntest du mir mal den anderen Roller bitte geben? Kleinen Moment. Hoppla. Hoppla. Ich habe furchtbaren Hunger. Ich auch. Ich habe richtigen Hunger. Ich habe schließlich gearbeitet. Und wer arbeitet, der muss auch essen. Wäre dir mit so einer Pizza und einer Flasche Rotwein geholfen? Wäre für den Anfang schon mal ganz gut.
Okay. Dolce Piccola. Dass ich so eine schöne Tochter habe. So ein widerlicher Schleimer. Ich habe nicht gedacht, dass einem der eigene Vater so unsympathisch sein kann. Also ich finde, du übertreibst. Er ist doch sehr charmant. Jetzt fängst du auch noch an. Ich glaube, du kümmerst dich besser um deine Gäste. Also immerhin hat er mir einen Champagner spendiert. Prost. Noch hat er nicht bezahlt. Ich wünsche mir, dass wir viel Zeit zusammen verbringen. Ja, das wäre toll. Und wir müssen uns richtig kennenlernen. Natürlich, wenn du magst. Klar mag ich. Wir haben eine Menge nachzuholen. Und ich glaube, wir werden viel Spaß haben. Und ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt endlich verschwindest. Wenn wir so weitermachen, können wir die Meisterschaften mitmachen. Ja, im Eiertanzen. Die Disziplin, die kann man richtig gut. Also fragst du, was das nie was? Scheiß Eis! Muss das auch so glatt sein? Wenn du mich nicht gleich loslässt, dann legen wir uns gleich zusammen hin. Grundsätzlich keine schlechte Idee. Nur vielleicht ein bisschen hart hier. Ah, Mist, Mist, Mist. Hilf mir mal hoch. Was krieg ich denn dafür? Kuss. Klappt doch super! Ja, wenn du das Gleichgewicht behältst. Ich bin ein echtes Eislauftalent. Guck dir die Anfänger an, ich kann nicht mehr. Die haben sich doch tatsächlich auf den Arsch gelegt. Au! Ach, Florian. Danke. Na, fertig geworden? Womit? Mit Streichen zum Beispiel. Oh, sehr weit sind wir damit eigentlich nicht mehr gekommen. Zumindest nicht mit dem Streichen. Das ist auch ein Haufen Arbeit, ne? Das kriegen wir schon hin. Also Cleo ist wirklich ziemlich gut drauf. Ich stehe praktisch schon daneben und rühre die Farbe an. Ach ja. Ja, so mit Streichen, da stecke ich noch jeden Typen in die Tasche. Ich sollte meine Wohnung mit ein paar Jungs aus der Clique streichen. Und die habe ich alle sofort wieder nach Hause geschickt. Wieso das denn? Na, weil die absolut nichts auf die Reihe bekommen haben. Die haben die ganze Zeit nur auf meinen Hintern gestarrt. Kann ich dir nicht verdenken. Hauptsache, du schickst mich morgen nach Hause. Und bei dir ist das doch was ganz anderes. So. Da bin ich ja beruhigt. Wollen wir noch irgendwas zusammen trinken? Na, ich bin ja jetzt ziemlich geschafft. Und du? Ja, ich irgendwie auch. Außerdem müssen wir morgen wieder früh raus. Gott sei Dank haben wir es nicht weit ins Bett. Also ich wollte sowieso gerade gehen. Na, schönen Abend. Werden wir haben. Na? Eisprinzessin? Ich finde, wir waren heute ganz klar das Traumpaar. Ja, rekordverdächtig. Kein Paar ist so oft hingeflogen wie ihr. Wir machen eben alles gemeinsam. Wir passen überhaupt ganz gut zusammen. Ich frage mich nur, warum wir nicht schon früher was gemacht haben. Früher warst du ja schließlich noch in festen Händen. Das ist ja jetzt vorbei. Tut euch bloß keinen Zwang an. Du hast ja auch schon Ersatz gefunden. Na toll, dann passt ja alles wunderbar. Seit wann stehst du eigentlich auf so junges Gemüse? Hör mal zu. Ich bin vielleicht ein bisschen jünger als du, ja? Ich habe aber auch ein bisschen mehr drauf. Frank, Was ist denn auf einmal? mir ist nicht gut. Sollen wir rausgehen? Nee, lass mal bitte. Anna. Mist. Ich glaube, ich habe da eben was falsch gemacht. Das schätze ich auch. Roberto, was soll das Theater? Ich möchte in aller Ruhe mit dir reden, ohne dass uns irgendjemand dabei stört. Wir haben uns vor 15 Jahren alles gesagt, was zu sagen war. Aber ich weiß jetzt wieder genau, warum ich dich damals geheiratet habe. Oh Gott, erspar mir diesen Schwachsinn. Wir haben schließlich 2 Kinder zusammen. Das wäre doch schade, wenn wir die Chance nicht nutzen würden. Du hast deine Chance gehabt.
Barbara. Du kommst hierher und denkst, es ist alles vorbei, es ist nichts geschehen. Das will ich doch nicht. Und was willst du? Ich will meine Kinder kennenlernen. Was versprichst du dir davon? Vielleicht kann ich ein bisschen was gut machen. Kathi ist jedenfalls froh, dass ich da bin. Kathi kann sich gar nicht vorstellen, was du mir angetan hast. Ja, unsere Beziehung ist gescheitert. Warum soll Kathi darunter leiden? Gescheitert, mein Gott. Du hast dich aus dem Staub gemacht und hast mich allein gelassen mit den Kindern. Aber ich habe immer an euch gedacht. Davon ist Kathi und Gero nicht satt geworden. Ja, wie auch immer. Aber als Kathi plötzlich versucht hat, mich zu erreichen und du dich gemeldet hast, da ist dir nichts Besseres eingefallen, als hier vorbeizukommen. Da habe ich plötzlich gemerkt, wie sehr ich mich nach meinen Kindern sehne. Wie kann man sich nach was sehnen, was man nicht kennt? Kathi und Gero brauchen einen Vater. Ja, aber einen, auf den sie sich verlassen können. Roberto, warum bist du wirklich hier? Brauchst du Geld? Wie kommst du darauf, dass ich Geld will? Weil ich dich kenne. Barbara, glaub mir, ich habe mich geändert. Ich bin nicht mehr der Roberto, der ich mal war. Sag mal, willst du mich für dumm verkaufen? Typen wie du ändern sich nie. Du könntest wenigstens anklopfen. Dann könntest du allmählich auch deine Show mit Frank einstellen. Was redest du denn da für einen Quatsch? Ich rede keinen Quatsch. Du weißt genau, was ich meine. Ah ja? Ich kann leider nicht hell sehen. Es ist doch lächerlich, wie du ihn anmachst. Ob oder wen ich anmache, geht dich überhaupt nichts an. Kümmer du dich lieber um deine Eisprinzessin. Ah, daher weht der Wind. Du bist doch nicht eifersüchtig, oder? Ich eifersüchtig und ausgerechnet auf Lena. Da hättest du dir schon eine andere suchen müssen. Wieso? Findest du Lena nicht attraktiv? Lena ist ungefähr so attraktiv wie... Frank? Ach, lass mich doch in Ruhe. Du solltest ihn besser in Ruhe lassen. Er hat's eh schon schwer genug. Ich gebe ihm nur Nachhilfe. Frag dich nur in was. Ja, das soll nicht dein Problem sein. Es ist aber mein Problem. Es ist mein Problem, weil du ihn nur anmachst, damit ich eifersüchtig werde. Gott, so ein Schwachsinn! Kein Schwachsinn! Du kannst es nämlich nicht ertragen, wenn ich mit jemand anderem zusammen bin. Aber daran wirst du dich gewöhnen müssen. Mir ist es nämlich scheißegal, wann, wo und mit wem du dich zusammentriffst. Du bist gemein. Du bist so ein verdammt mieses Arschloch. Au! Mann. So ein Arsch.